Erstmal Oh, hallo, grüß dich. hallo? Danke, dass du dir die Zeit nimmst für das kleine Gespräch. Wir wollen uns ja so ein bisschen unterhalten über ein Video auf deinem Kanal. Ein Kanal, der sehr viele verschiedene Videos hat. Du beschäftigst dich grundsätzlich mit politischen Themen, mit gesellschaftlichen Themen. Was ist denn so der Fokus deines Kanals oder was ist der Schwerpunkt? Der Schwerpunkt von meinem Kanal ist eigentlich die Aufklärung abseits des Mainstreams, würde ich mal sagen. Also ich gebe meinem Kanal Themen an, die im Mainstream nicht besprochen werden oder zeige einen Blickwinkel, der im Mainstream nicht vorkommt. Und das machst du zu diversen Themen oder hast du da schon bestimmte Schwerpunkte auch? Also eigentlich mache ich das zu allen Themen, wo ich eigentlich meiner Meinung nach einen Aufklärungsbedarf sehe. Angefangen habe ich damals mit dem Las Vegas Shooting. Das war so meine erste Reihe, die ich gemacht habe. Das ist ziemlich gut angekommen und dann bin ich einfach so nach Gefühl zu den weiteren Themen übergegangen, ja. Eins der Themen auf deinem Kanal, da gibt es ein extra Video dazu, aber es wird auch in anderen Videos immer wieder angeschnitten, ist das Thema Umvolkung. Genau, ja. Wie bist du auf das Thema gekommen? Also auf das Thema Umvolkung bin ich eigentlich, ja, wie soll ich sagen, es ist omnipräsent, würde ich mal sagen. Also ihr habt ja es wird immer wieder gesprochen davon, dass eine Theorie sei. Für mich ist die Umvolkung eine Tatsache. Das will ich eigentlich mal vorwegnehmen. Das ist für mich das Wichtigste. Und ich würde auch sagen, der Begriff Umvolkung ist ja kein allumfassend gültiger Begriff, oder? Für die Planschmieder, wie ich sie nenne, oder die Agitatoren im Hintergrund, die brauchen eigentlich andere Begriffe für diesen Begriff Umvolkung. Die sprechen dann von Bevölkerungsaustausch, Multikulturalismus oder auch Rassenvermischung. Und die UNO hat ja damals so einen Bericht im Jahre 2000 herausgegeben und die nennt es dann einfach so, ich sage es euphemistisch, Bestand-Erhaltungsmigration. Also wählt anstelle des Begriffs Umvolkung, Bestand, Erhaltungsmigration, im Englischen aber dann Replacement Migration und im Französischen Migration du Replacement. Und dort kommt dann schon mehr das aktive Element, nämlich des Replacement hinzu, also des Austausches. So, Da, und eigentlich bin ich dann über solche Berichte, solche Tatsachen, die auch frei im Netz verfügbar sind, auf diese Thematik gestoßen, habe ich gefragt, wieso ist die breite Öffentlichkeit noch nicht darüber aufgeklärt und bin dann in die Thematik reingegangen und habe geschaut, was haben auch noch andere Leute zu der Thematik gesagt, ja. da sind wir auch schon direkt bei den Quellen. Du hast in deinem Video zur Umvolkung oder Bevölkerungsaustausch, wie auch immer man es nennen will, ja auch einige Quellen genannt. Wie bist du auf die Quellen gestoßen und wie hast du geprüft, ob die auch stimmen? Also, da würde ich sagen, ich habe ja schon diese Studie aus dem Jahr 2000 der UNO herausgepickt oder habe sie jetzt hier schon gesagt. Die ist auf der UNO-Webseite, also un.com, kann man die abrufen in mehreren Sprachen. Also diese Quelle ist, würde ich sagen, also wenn man der UNO nicht vertraut, wem dann, oder? Also einfach, was eine Quellenprüfung angeht, also das kann man auf der offiziellen Seite, kann man das herausnehmen. Und dann natürlich auch greife ich einfach auf Mainstream-Artikel zurück, die natürlich auch zur Thematik erscheinen, dann natürlich nicht mit den entsprechenden Schlagworten wie Umvolkung, aber gewisse Informationen kann man auch dort herausziehen, ja. Und dann gibt es natürlich auch, muss ich sagen, wirklich auch prominente Aussagen von Politikern, beispielsweise Nicolas Sarkozy, der eine Métissage im Jahre 2007 gefordert hat, als eine Vermischung der Rassen, dort bei einem Vortrag. Und ich denke auch solche Zitate, das habe ich zum Beispiel im Le Figaro auch gefunden. Die Originalrede sieht man dann auch auf YouTube, kann man sie sich ansehen. Aber ja, also man sieht, ich gehe hier nicht irgendwie auf welche abstrusen Quellen ein, verlasse mich nicht auf abstruse Quellen, sondern versuche hier möglichst auch seriöse Quellen zu verwenden. Ja, wenn wir gerade mal bei der Rede von Nicolas Sarkozy bleiben, Ja, die du da zitierst, du hast da ja einen Ausschnitt in deinem Video ja, und hast es gerade auch gesagt, da ist die Rede von Vermischung der Rassen. Zitiert ja. in deinem Video wird da so sinngemäß, das Ziel ist die Vermischung der Rassen. Wir haben uns die Rede auch mal übersetzen lassen von einer Französin. Und Nicolas Sarkozy hat gesagt, es ist eine Herausforderung, der wir da gegenüberstehen, die Herausforderung der Vermischung. Und er sagt, naja, wir Franzosen haben schon seit Jahrzehnten Einfluss aus vielen anderen Ländern und wir stehen da vor einer großen Herausforderung. Er hat also nicht von einem Ziel gesprochen. Bei dir wurde es ein bisschen anders dargestellt. Ist es vielleicht ein Übersetzungsfehler gewesen? Nein, also was würdest du dann dazu sagen? Also wenn wir dann sagen, okay, es ist eine Herausforderung, er sagt dann auch ganz deutlich, also mein Französisch ist auch nicht so schlecht, es ist eine Verpflichtung
Und wenn es vom Volk nicht freiwillig getan wird, dann werden wir staatlich zwingende Maßnahmen anwenden. Also man muss einfach sagen, okay, auch wenn wir dann einzelne Wörter vielleicht noch in der Bedeutung drehen könnten, im Gesamtkontext kann man dann wirklich von einer Pflicht reden. Also ich muss sagen, an diesem Punkt bleibe ich natürlich bei meiner Ansicht, bei meiner Übersetzung. Ja, Vor allem, weil man auch den ganzen Kontext beachten muss. Also ich denke, wenn man natürlich nur ein Wort herausnimmt, dann können da irgendwelche Sprachwissenschaften natürlich immer eine andere Bedeutung hereininterpretieren. Der Gesamtkontext dieser Rede, die er da gehalten hat im Jahre 2007, ist für mich ziemlich eindeutig. Okay, wir haben es ein bisschen anders gesehen. Wir sehen, dass er da von der Verantwortung des Staates spricht, der da einspringen muss. Aber schauen wir uns noch mal ein anderes Zitat an aus deinem Video. Ja. Jascha Munk zitierst du da, einen Harvard-Dozenten, der in den Tagesthemen vergangenen Jahren ein Interview gegeben hat und da von einem Experiment spricht, das stattfindet. Wird bei dir dargestellt wie ein Experiment, das von Eliten oder von wem auch immer gesteuert wird. Wir haben selber mit Jascha Munk gesprochen und er hat uns gesagt, wie er das gemeint hat. Und er hat gesagt, das ist kein Experiment, was nur irgendwem gesteuert ist, sondern es ist eine Sache, die gerade abläuft und so eine Art gesellschaftliches Experiment ist, was aus der Gesellschaft quasi entstanden ist und nichts, was gesteuert ist. Bei dir wird es ein bisschen anders dargestellt. Warum hast du nicht bei Jascha Munk mal nachgefragt, wie er es gemeint hat? Das wäre die Frage, würde Jascha Munk mit mir überhaupt sprechen? Das wäre die erste Frage. Ich denke, da habt ihr ein bisschen bessere Connections zu diesem Teil der Bevölkerung. Und da muss ich einfach sagen, okay, auch wenn er es beschreibend meint, wenn er sagt, okay, es ist eine Beschreibung von einem Zustand, dieses Experiment, wie es zurzeit abläuft, dann täuscht das nicht darüber hinweg. Ich sage nicht, Jascha Munk ist der Strippenzieher im Hintergrund, dass es im Hintergrund Pläne gibt und Bestrebungen gibt, dass es Aussagen gibt von sehr bekannten Politikern und Menschen, die in Führungspositionen sitzen, die das Ganze anstoßen. Also ich habe in meinem Video nicht gesagt, dass Jascha Munk dafür verantwortlich ist, dass dieses Experiment abläuft, auch wenn er das Ganze beschreibend meint, habe ich auch nichts dagegen, muss ich ganz klar sagen, weil es die entsprechenden Agitatoren im Hintergrund gibt. Und Agitatoren, die habe ich auch in meinem Video natürlich zuhauf genannt, zum Beispiel auch Frans Timmermans, vielleicht wollt ihr da auch noch darauf eingehen, was der gemeint hat, dieser EU-Kommissar. Ja, oder auch, es gibt noch verschiedene andere, Peter Sutherland zum Beispiel, UN-Sonderberichterstatter für Migranten, ist Anfangsjahr verstorben, der hat zum Beispiel mal gesagt, ich bin entschlossen, die Homogenität der Völker zu zerstören. Und genau solche Aussagen, die sind einfach im Mainstream, werden die nicht breitgetreten, weil sie natürlich als Grundlage von der Bevölkerung gesehen werden könnten für dieses Experiment, wie es Jascha Munk sieht oder beschreibt. Was wir beobachtet haben, weil du jetzt auch von anderen Aussagen sprichst, ist, dass die gerne aus dem Zusammenhang genommen werden und als Beleg für was angesehen werden, was diejenigen Personen gar nicht so gemeint haben. So ist es bei Jascha Munk, so ist es bei Nicolas Sarkozy, der sich im Nachgang auch nochmal dazu geäußert hat. Ein anderes Beispiel ist diese Studie der UNO, die du angesprochen hast, wird in deinem Video so dargestellt wie ein Plan, den die UNO da ausgeheckt hat sozusagen. Wenn man sich das mal anschaut, das ist ja auch kein geheimer Plan, hast du jetzt ja selber auch gesagt. Da wird ja gerne davon gesprochen, es wäre was im Verborgenen, über das niemand berichtet hätte. Stimmt nicht, da haben ja auch diverse Zeitungen schon drüber berichtet. Das ist auch kein Plan, sondern eine Studie. Die UNO hat einfach mal geprüft, was müssen wir in 8 Ländern machen, die besonders geburtenschwache Jahrgänge hatten und haben, um dort den Bevölkerungsstand zu halten. Das waren also Planspiele, Gedankenspiele, wie es sie etliche Male gibt, die auch an anderen Stellen immer wieder durchgeführt werden. Bei dir kommt das aber so rüber, als wäre es ein Plan, den die UNO gefasst hat, den sie in die Tat umsetzen will. Warum hast du das so dargestellt? Also erstens muss man sagen, okay, wieso prüft man etwas, wenn man kein Interesse daran hat? Sinnloses Geld, oder wenn man das hinausschmeißen würde, sagen wir mal eine Studie hier, die wollten wirklich wissen, okay, wie viele Migranten brauchen die entsprechenden Länder, um die Bevölkerung zu halten, und dann haben sie verschiedene Szenarien herausgenommen, oder? Das ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt, gerade was die UNO betrifft, muss man einfach sehen, dass es diverse Exponenten der UNO gibt, die auch die entsprechende Thematik, ich habe von Peter Sutherland zum Beispiel zitiert, da wird es noch ganz andere auch geben, die sich entsprechend geäußert haben. Der jetzige UNO-Generalsekretär Guterres zum Beispiel, der ist auch wirklich ein Fanatiker, wenn es um die Migration geht. Und muss man auch noch sagen, dass jetzt die UNO auf Ende Jahr 2 Pakte verabschieden will. Einer davon, oder bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich beide die gleiche Marschrichtung haben, die beide gegen die Migration, und beide wollen über Soft Law eine gewisse, wie soll ich sagen,
eine gewisse Haltung der Mitgliedsländer erzwingen bezüglich der Migration, dass die Migrationswege geöffnet werden, dass legale Migrationswege entstehen und dass natürlich so dieser, sagst du mal, Bevölkerungsaustausch auch wieder vorangetrieben werden kann. Ja, aber nochmal die Frage, du hast es in deinem Video so dargestellt, als wäre das ein verbindlicher Plan, der in die Tat umgesetzt wird. Die UNO macht auch Forschungen zu Fischereibeständen und anderen Dingen, die dann oft auch in der Schublade verschwinden. Warum hast du hast es ja gerade auch sehr differenziert dargestellt, das so nicht in deinem Video gesagt? So, also diese Information bezüglich dieser beiden Pakte, diese Information habe ich erst jetzt, weil das wird auch erst wahrscheinlich Ende Jahr dann in Marokko ratifiziert werden von den einzelnen Ländern. Das muss ich noch dazu sagen. Zweitens, was den Plan betrifft, mein Video, also ich spreche dort nicht von einem Plan, ich spreche in meinem Video, das muss man ganz klar im Gesamtkontext sehen. Ich zeige verschiedene Quellen auf. Ich habe auch vorhin, glaube ich, schon betont, dass ich nicht sage, dass es einen einzigen Plan gibt, der dem ganzen Bevölkerungsaustausch zugrunde liegt. Es sind mehrere Puzzleteile, die sich am Schluss, also am Ende zusammenfügen und dann das große Ganze ergeben. Da kann man dann auch noch andere Pläne nennen, man könnte noch den Soros-Plan nehmen, man könnte bis zum Hutenplan zurückgehen, man könnte auf Äußerungen von Coudenhove-Kalergi zurückgehen. Das sind einfach einzelne Puzzleteile, die dann zu einem Gesamtbild heranwachsen. So. Die ein Gesamtbild ergeben, gerade wenn wir zum Hutenplan zurückgehen, das ja bedeutet, dass irgendwann mal Menschen gesagt haben, so, wir steuern die Geschichte, Geschichte ist steuerbar. Das denkst du also tatsächlich, dass eine Handvoll Leute über die Jahrzehnte hinweg die Geschicke bestimmen können und einen Plan fassen können, den sie auch tatsächlich ohne Hindernisse in die Tat umsetzen können und das auch über Institutionen wie die UNO? Also erstens habe ich das nicht gesagt. Zweitens muss ich sagen, dass es da ein ganz bekanntes Zitat von Roosevelt gibt, dass in der Politik nichts zufällig geschieht. Das muss man einfach aussehen. Das ist meine Weltansicht. Ich glaube, dass all diese Dinge, die da draußen passieren, nicht einfach zufällig passieren, dass dahinter immer irgendwelche Personen sind, gewisse Interessen dahinter stehen. Ich habe aber nie gesagt, dass da irgendwie jetzt eine Handvoll Menschen, irgendwie 5 Stück oder so an einem Tisch sitzen, jede Woche da zusammen sich die Hände reiben und dann irgendwie einen Plan beschließen, jetzt machen wir das, jetzt schicken wir mal Millionen Migranten nach Europa. Ich glaube eher, dass das verschiedene Interessen sind von ganz verschiedenen Menschen, die sich vielleicht dann auch in Gremien treffen, das Ganze besprechen, aber ich sage nicht, dass das Ausführungsorgan dieser Menschen dann die UNO sei. Das ist vielleicht einfach ein Puzzleteil des Ganzen. Und dass diese Menschen, ohne es richtig zu wissen, auch miteinander arbeiten oder unabhängig voneinander arbeiten für das gleiche Ziel, dass sie dann irgendwie zusammen umgesetzt bekommen. Also es klingt ja schon ein bisschen schwierig, wenn man das einfach mal auf die Realität anwendet. Also ich würde sagen, die Realität ist eine andere. Wir sehen, was auf der Welt passiert, sinnlose Kriege, überall Menschen, die wirklich über mehrere Landesgrenzen hinweg fliehen. Ich denke, gerade jetzt, wenn wir eben über diese Umvolkung sprechen, müsste man dann auch in den Mainstream-Medien wirklich meiner Meinung nach lesen, dass zum Beispiel die Golfstaaten praktisch keine Flüchtlinge aufgenommen haben, dass die dort im Geld schwimmen. Die haben wirklich ganze Zeltstädte dort zum Beispiel in Saudi-Arabien zur Verfügung, das habe ich auch in meinem Video gesagt, die man nutzen könnte, um die Glaubensbrüder aufzunehmen, ihnen Schutz zu bieten. Kilometermäßig sind diese Länder viel näher von zum Beispiel Brandherden in Syrien als jetzt zum Beispiel Deutschland. Und dann frage ich mich, und ich denke, ich bin nicht der Einzige, ganz viele andere Menschen auch auf der ganzen Welt, wieso nehmen diese Menschen tausende Kilometer unter die Füße, überqueren mehrere Landesgrenzen, setzen zum Teil auch ihre Kinder einer Gefahr aus, wenn sie doch in ein Land wäre 100 Kilometer entfernt gehen könnten und dort auf eine viel bessere Infrastruktur treffen würden. Das Problem ist aber an diesem Punkt natürlich, dass genau diese Länder, zum Beispiel die Golfstaaten, nicht von der UNO zum Beispiel aufgefordert werden, Migranten aufzunehmen. Das wird dann von Deutschland verlangt, ja. Ja, zu den Ländern, die die meisten Flüchtlinge aufnehmen, gehören die Türkei und Jordanien. Also das sind jetzt beide Länder, die muslimisch geprägt sind. Das würde ja dann eigentlich deiner These widersprechen. Ja, und der Libanon vielleicht auch noch, oder? Ja. Dann gibt es aber eine ganz interessante Information, an welchem Punkt im Jahre 2014 ist dann der ganze Flüchtlingsmarsch in Gang gekommen. Nämlich an dem Punkt, wo den Flüchtlingslagern genau in diesen Ländern die Geldmittel gekürzt wurden von der UNO. Und es wäre ein viel leichteres gewesen, an diesem Punkt natürlich die Gelder dorthin zu schicken, weil dort die Menschen dann, also die Gelder nicht zu kürzen, dann hätten die Menschen dort vor Ort profitiert. Das ist aber in den Mainstream-Medien einfach auch nicht durchgekommen.
Und da ist deine These, das beruht jetzt auf dieser Studie, die die UNO vor einiger Zeit... Nein, nicht, natürlich nicht. Nein, das ist nicht meine These. Ich sage nochmals, diese Studie... wird in deinem Video aber so ein bisschen suggeriert, also da wird viel zusammengeschmissen, da wird die UNO zusammengeschmissen mit Sarkozy und anderem und man hat so den Eindruck, da wirken alle Kräfte zusammen mit, um ein Ziel zu erreichen. Ich versuche in meinen Videos einzelne Puzzleteile zusammenzufügen. Das soll die Grundlage sein für die Menschen, für meine Zuhörer, selbst zu recherchieren. Das ist... Und ich muss dir ehrlich sagen, oder? Also, oder Ihnen, ich glaube, wir sind per Du, oder? Ja. Okay, gut, Entschuldigung. Jedenfalls muss ich dir sagen, dass ich wirklich Zuschriften von angesehenen Menschen in diesem System erhalte, von Architekten, von Ärzten, von promovierten Juristen, die mir sagen, schau, wirklich tolle Videos, die du machst. Dank dir bin ich auf diese Thematik aufmerksam geworden. Andere sagen, ich verfolge das schon länger. Bin endlich froh, dass jemand das auch auf YouTube so ausdrückt. Sich auch, ich muss es nicht selbst loben, aber irgendwie da nicht irgendwelche 2-Stunden-Videos dreht und irgendwie Kauderwelsch redet. Und diese Menschen haben einfach zum Teil auch, und das ist ein weiteres Problem, das ich einfach ansprechen muss, Angst, darum bin ich auch hier maskiert, weil sie innerhalb des Systems dann, wenn sie diese Meinung vertreten, wirklich, ja, wie soll ich sagen, herausgeekelt werden, die verlieren ihren Job, die verlieren ihre Existenz. Dr. Daniele Ganser wäre zum Beispiel so ein Beispiel, jüngst auch wieder von der Uni St. Gallen, herausgeschmissen worden oder einfach der Vertrag wurde nicht verlängert. Da sehe ich einfach ein Problem, was die Meinungsäußerungsfreiheit angeht. Ja. Und du siehst kein Problem darin, dass man verschiedene Zitate nimmt, die vielleicht aus dem Zusammenhang ein bisschen nimmt, wie das von Yascha Mounk, wie das von Nicolas Sarkozy, in einen anderen neuen Zusammenhang stellt und das dann in ein Video packt, anstatt, du hast es ja zum Teil sehr differenziertes dargestellt, dann doch mal beide Seiten darstellt. Warum diese Zuspitzungen? Also ich denke, wir haben alle unsere Rollen. Das wäre wie als wenn man von einem, weiß nicht, AfD-Politiker oder von einem linken Politiker verlangen würde, auf jeder Rede wirklich immer bis ins letzte Detail dann noch die Sicht, dass wenn der linke Politiker müsste die Sicht des AfD-Politikers noch herausstreichen. Also das packt man dann nicht in ein 20-Minuten-Video, dann müsste man eben ein 2- oder 3-Stunden-Video machen. Erstens, also ich habe eine bestimmte Rolle, aber ich versuche diese Rolle seriös und mit seriösen Quellen auszuführen oder zu erfüllen. Und ich denke, das ist mir bisher nicht schlecht gelungen. Und jetzt, wenn ich auf das betreffende Video zu sprechen komme, dann muss ich einfach auch an diesem Punkt sagen, das sind wirklich einzelne Puzzleteile nochmals, die ich wirklich schön aufliste. Die Menschen, es wird auch immer so suggeriert, ja, Menschen nehmen das dann alles für bare Münze. Es sind sehr intelligente Menschen, die diese Videos auch sehen, die gehen auch selbst, recherchieren, schreiben mir Nachrichten, hast du das noch bedacht und so. Also, wie gesagt, ich denke, das wäre zu vereinfacht, wenn man es einfach das einzelne Video so darstellt, das wäre das, ja, wie soll ich sagen, eine Aneinanderreihung von Zitaten, die aus dem Kontext gerissen wurden. Okay, ja, vielen Dank für die Schilderung aus deiner Sicht. Ich will dich jetzt auch nicht länger quälen mit der Maske und der Mütze auf dem Kopf. Ja, also ich komme erst in Fahrt langsam. Das ist also, ja. Ja, wir würden vielleicht dann nochmal zu einer anderen Gelegenheit auf dich zurückkommen, aber danke jetzt erstmal für den Moment, für das Interview. Vielen Dank für die Möglichkeit, war sehr angenehm und ich hoffe, dass da etwas Konstruktives draus entstehen kann. Ja. Super, danke. Bitte.